Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Ja, jetzt wo das Michael Biopic endlich in den Kinos ist, gibt es auch einige Sammlerstücke, über die ich heute mit euch reden möchte und die ich euch auch zeigen möchte. Das ist vor allem auch nicht nur der Soundtrack. Und was das alles ist, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ja, genau. Das Wichtigste würde ich sagen, haken wir sofort ab. Und das ist der Soundtrack von Michael. Also ein Compilation-Album mit Songs, die in dem Film zu hören sind. Und während letzte Woche schon 2 Schallplatten angekommen sind, ist heute noch dieses Paket hier angekommen, wo die restlichen Sachen sozusagen drin sind. Und da habe ich gedacht, jetzt wo ich alles habe, mache ich das Video heute. Und dann habe ich gedacht, kann ich es auch mit euch gemeinsam auspacken. Also wie ein kleines Unboxing hier in dem Video heute. Geht auf jeden Fall relativ leicht auf. Und dann sind hier diese Sachen. Das heißt, den Karton kann ich schon wieder runterwerfen. Und dann wollen wir mal schauen, was hier denn so drin ist. So. Und das erste ist das Soundtrack-Album auf CD. So, eine Disc ist hier drin. Das ist die europäische Version. Es gibt für, glaube ich, alle dieser Pressungen eine europäische und eine US-amerikanische Version, die man theoretisch sammeln könnte. Ich habe mir überlegt, ich beschränke mich diesmal mal auf die europäischen. Diese CD hier, wie gesagt, enthält einige Songs, die ihr hier jetzt auch nochmal eingeblendet seht, aus dem Film. Von der Jackson 5-Ära bis hin zu Michaels Solo-Karriere, wobei hier vor allem Songs von den Alben Off the Wall und Thriller dabei sind. Vom Bad-Album ist nur der Song Bad. Und ich finde, die CD darf nie fehlen. Die werde ich, denke ich mal, eingeschweißt lassen und nicht irgendwie hören. Ich glaube, ich werde auch von heute alles irgendwie eingeschweißt lassen. Mal schauen. Auf jeden Fall ganz cool. Und als nächstes was ganz Besonderes, nämlich die Kassettenversion. Und es ist ja so, dass Kassetten wirklich über Jahrzehnte lang eigentlich nicht mehr gepresst wurden. Und ich glaube, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das ist die erste offizielle Michael Jackson Kassette seit über 20 Jahren. Ich glaube also nach dem Invincible-Album kam noch in Ländern wie Indonesien, die immer traditionell viele Kassetten gepresst haben, noch sowas wie Number Ones und sowas auf Kassette raus, aber ich glaube seitdem wirklich nichts mehr. Deswegen, ich freue mich total, dass es mal wieder eine Michael Jackson Kassette gibt. Habe ich ehrlich gesagt nicht mehr mit gerechnet. Und ja, hier sind die gleichen Songs drauf. Ich werde jetzt die Trackliste nicht bei jedem einzelnen Release einblenden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass es diese Kassette gibt. Und natürlich auch, dass ich die jetzt endlich habe. Ich musste ja jetzt irgendwie Wochen darauf warten. Es hat ein bisschen gedauert, bis die wirklich dann auch in dem Shop, wo ich das bestellt habe, lieferbar war. Dann kommen wir jetzt zu den Schallplattenpressungen. Und da fangen wir mal an mit dieser hier. Man muss sagen, die einzelnen Pressungen unterscheiden sich von außen erstmal nur über diese Sticker hier. Hier steht drauf Double Vinyl Set. Sind also alles Doppel-Vinyl-Pressungen. Und hier ist keine Besonderheit mehr vermerkt. Das heißt, das hier ist die Pressung auf ganz normalem schwarzen Vinyl. Hier drin sind 2 Platten. Seht ihr hier auch auf der Rückseite. Und die Songs sind entsprechend dann auf die beiden Platten aufgeteilt. Sind also 3 bis 4 Tracks pro Platte, also pro Seite einer Platte. Und ich finde, also habe ich ja auch schon in dem Video gesagt, wo ich diese Releases vorgestellt habe. Ich finde das eigentlich einen ganz netten Release. Ist ein bisschen schade, dass es da keine Bonustracks irgendwie gibt. Aber wenn es halt der Soundtrack von dem Film ist, dann sollten halt auch die Songs drauf sein, die in dem Film gespielt werden. Und man hätte jetzt hier noch einen unveröffentlichten Track mit aufnehmen können. Aber wenn halt in dem Film sowas nicht gespielt wird, dann macht es, finde ich, auch nicht so viel Sinn. Deswegen gehen wir jetzt direkt mal zur nächsten Platte und halten uns gar nicht mehr so lange damit auf. Das hier ist die Platte auf Black Ice Vinyl. Das ist so halbdurchsichtiges schwarzes Vinyl. Steht hier oben Black Ice Vinyl. Tracks sind gleich, Cover ist gleich. Also entsprechend ist nur die Farbe des Vinyls anders. Und 2 Versionen habe ich noch. Einmal haben wir hier, die hatte ich schon länger, deswegen war da schon so eine Plastikhülle drum.
Hier haben wir die Pressung auf rotem Vinyl. Die war offiziell im Michael Jackson Shop verfügbar und war nicht bei anderen Musikläden und Versandläden gelistet. Auch gleiches Cover, auch gleiche Tracklist. Man sieht also auch hier keine großen Unterschiede. Und zu guter Letzt die Amazon-exklusive Pressung. Hier ist auch ein anderer Sticker drauf, nämlich so einer von Amazon Music. Und hier drin sind die Platten kristallklar. Also die sind wirklich durchsichtig, da kann man komplett durchschauen. Ganz cool auch. Insgesamt gibt es also diese 4 Vinylpressungen, außerdem die CD- und die Kassettenpressung. Also wie gesagt, alles in den europäischen Varianten. Finde ich, ist ein schönes, überschaubares Set. Ich finde, die haben es jetzt nicht völlig übertrieben mit den verschiedenen Vinylfarben, sodass man irgendwie gar nicht alle haben könnte. Ich konnte jetzt halt gerade so guten Gewissens alle Versionen aus Europa kaufen und musste jetzt nicht welche liegen lassen, weil das sonst insgesamt zu sehr ins Geld gegangen wäre. Deswegen, da geht der Daumen von meiner Seite aus hoch. Und als nächstes kommen wir dann zur Kategorie des Kino-Merch. Ich habe den Film natürlich auch im Kino gesehen und habe dann lange gehadert, ob ich auch Merchandise kaufe. Eigentlich sammle ich ja kein Merchandise, aber ich muss sagen, ich fand diesen Popcorn-Eimer echt wunderschön. Also der gefällt mir wirklich gut. Deswegen habe ich das gemacht, habe mir so einen Popcorn in so einem Eimer gekauft. Der hat noch so einen abnehmbaren Deckel, der aussieht wie so eine Schallplatte. Könnt ihr auch mal reingucken. Also ich habe den tatsächlich auch mit Popcorn drinne dann gekauft und das Popcorn dann während des Films gegessen. Das war auch ganz nett. Es waren noch echt viele, die dieses Kino-Merchandise da hatten. Nicht ganz billig, aber gehört für mich so ein bisschen dazu. Und dann gab es noch Getränkebecher. Einmal diesen hier in schwarz mit dem Michael-Schriftzug. Das soll so ein Mikrofon sein. Hier oben ist eigentlich noch ein Plastikstrohhalm, den habe ich rausgenommen, weil das sonst so hoch ist, dass es nicht mehr bei mir in die Vitrine passt. So einmal hier den schwarzen Becher und dann gibt es noch den goldenen Becher. Ich muss sagen, ich halte nochmal beide nebeneinander. Ich finde den schwarzen irgendwie cooler, der ist ein bisschen edler, aber Gold ist auch schön und in Kombination sehen die beiden auch sehr schön aus. Also wenn man sie zum Beispiel nebeneinander stellt, habe ich da auch was Schönes gefunden, was ich mir jetzt hinstellen kann. Ich kam mir ein bisschen vor wie das größte Konsumopfer aller Zeiten, als ich da die 62 € für die beiden Getränke und das Popcorn bezahlt habe. Aber naja, so ist es. So ein Michael Jackson-Film hat man ja nicht alle Tage. Und dann möchte man als Fan, und ich war in dem Moment irgendwie mehr Fan, auch wirklich als Sammler, möchte man dann vielleicht sowas dann auch nochmal mitnehmen. Es gab noch so einen Hut als Popcorn-Eimer. Das finde ich aber ehrlich gesagt, also erstmal gab es den bei uns im Kino nicht und mir gefällt das auch nicht. Also erstmal passt da ja kaum Popcorn rein. Ich finde, wenn das Kino-Merchandise ist, dann muss es halt auch irgendwie so ein bisschen funktional sein. Da muss auch irgendwie Popcorn reinpassen. Und zweitens finde ich es irgendwie furchtbar einfallslos. Also ich habe von Fans so ganz coole, wahrscheinlich KI-generierte Montagen gesehen, wie so kreative Popcorn-Eimer von Michael Jackson aussehen könnten. Und die haben mir alle besser gefallen als dieser langweilige Hut. Deswegen, selbst wenn sie den gehabt hätten, hätte ich den nicht gekauft, weil ich mit diesem Popcorn-Eimer hier und den Bechern schon sehr zufrieden bin. So, das habe ich jetzt alles weggestellt und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, nämlich Dinge, die sonst noch so veröffentlicht wurden. Und das sind jetzt allesamt deutsche Releases. International habe ich jetzt gar nicht gehört, dass solche Dinge in der Art auch noch veröffentlicht werden, außer von Jackson 5 und so, aber das sammle ich ja nicht. Es wurden tatsächlich in Deutschland exklusiv die DVD, 2 DVD-Variante und die Blu-ray-Variante von This Is It neu aufgelegt. Fand ich ein bisschen überraschend, dass sie das gemacht haben, aber die habe ich bestellt und die sind tatsächlich, also von vorne ohnehin gleich, von hinten aber auch gleich wie die Version von 2010, die da rausgekommen sind. Die Katalognummern sind auch gleich und das Einzige, was ich gesehen habe als offensichtliche Unterschiede, das sind die Barcodes. Die sind anders als 2009 oder beziehungsweise 2010 kamen die DVDs und Blu-rays raus. Fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich habe gedacht, da wäre irgendwie ein bisschen was anders. Also, dass zumindest hier irgendwie in den Credits noch stehen würde, Copyright 2026. Zumindest das habe ich irgendwie erwartet. Gar nicht irgendwie neue Bonus-Features. Aber das ist nicht der Fall. Die einzigen Unterschiede liegen also im Barcode. Deswegen würde ich diese Pressung auch nicht empfehlen, es sei denn, ihr seid so wie ich und sammelt auch die verschiedenen Versionen von This Is It. Aus dem Grund
muss ich sozusagen kaufen, damit zumindest meine Sammlung an deutschen This Is It-Versionen halt vollständig bleibt. Aber wenn ihr nicht so seid und euch das nicht interessiert, dann kann ich es bestens verstehen und würde euch entsprechend dann auch diese Version nicht empfehlen. Und als letztes wurde Moonwalker auch neu aufgelegt. Ist auch eine exklusive deutsche Blu-ray-Pressung. Was heißt Blu-ray-Pressung? Hier ist eine DVD und eine Blu-ray drin. Die ist in so einem Mediabook. Und ich habe ja gerade gesagt, dass ich die Schallplatten und die CDs und so Kassetten eingeschweißt lasse. Und der Grund ist einfach der, dass ich das halt nicht hören würde. Also ich bin halt nicht so ein Fan von Compilations. Zumindest nicht von Künstlern, die mir wirklich wichtig sind und wo ich die Alben auch kenne. Wenn ich Musik von Michael hören will, dann höre ich eins seiner Alben. Und so eine Compilation ist nett zum Sammeln, nett zum Hinstellen für mich, aber nicht nett zum Hören. Deswegen lasse ich die eingeschweißt. Es hat keinen Mehrwert, die auszupacken. Und hier ist es aber anders bei dem Moonwalker Mediabook. Deswegen packe ich das jetzt tatsächlich mal aus hier live. Mach das mal hier. Denn hier ist tatsächlich was drauf, was vorher noch nirgendwo drauf war. Zumindest nicht auf einer Blu-ray. Nämlich ist hier die ungeschnittene Fassung von Moonwalker drauf und auch die originale deutschsprachige Kinosynchronisation. Jetzt, wo es ausgepackt ist, seht ihr vielleicht auch noch besser, wie schön das hier funkelt und schimmert. Also eine wirklich schön aufgemachte Version auch einfach mit dem Cover-Artwork, was es halt in den 80ern, als dort die VHS-Kassette veröffentlicht wurde, verwendet wurde. Sehr, sehr cool. Und hier drin ist einmal eine Blu-ray-Disc und dann ist hier ein Buch, da seht ihr gleich noch mehr und auch noch eine DVD, also hier ist beides drauf. Komischerweise geht die DVD-Version 3 Minuten kürzer als die Blu-ray-Version. Weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, woran das liegt. Weiß auch nicht, ob das hier irgendwo drauf steht. Vielleicht ist tatsächlich die ungeschnittene Version nur auf der Blu-ray drauf und die DVD-Version ist die geschnittene Version. Ihr müsstet mir auch noch mal in den Kommentaren helfen, an welchen Stellen das eigentlich geschnitten wurde. Das wusste ich gar nicht. Jedenfalls ist das Besondere das und dass die Original-Kinosynchro drauf ist. Denn ihr müsst wissen, Moonwalker kam halt Ende der 80er, 1988 ins Kino und wurde dafür für den deutschsprachigen Markt synchronisiert. Auf den Videokassetten und Laserdiscs war dann auch diese Version drauf. Und als 2004 dann zum ersten Mal Moonwalker als DVD rauskam, da haben sie dann eine neue Synchronisation gemacht und die ist bei den Fans irgendwie unbeliebter. Ich muss sagen, dass ich beide eigentlich nie höre. Ich gucke es immer auf Englisch. Aber die originale Synchronisation gab es dann nicht auf den DVDs und auch nicht später, als dann in 2010 auch Blu-ray-Pressungen von Moonwalker veröffentlicht wurden. Und das haben sie jetzt nachgeholt und haben hier also die Originalsynchro auch in richtiger, guter Qualität einmal zur Verfügung gestellt. Und hier sind einige Bilder drin. Ich hoffe, ihr könnt das hier einigermaßen sehen. Mit auch einem deutschsprachigen Begleittext. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Gibt es bei allen Händlern, die man so für sowas kennt. Also bei Amazon werdet ihr es finden, bei JPC werdet ihr es finden und so weiter. Also eine klare Kaufempfehlung. Das ist wirklich wunderschön. In einer hochwertigen, schönen Aufmachung. Wirklich schön, dass es da jetzt noch so ein Release am Rande des Biopic-Releases gibt. Und ich hoffe, dass da noch ein paar Sachen kommen. Also der Kinofilm scheint ja jetzt ein wirklich großer Erfolg zu sein. Die DVDs und Blu-rays von dem Film kann man schon vorbestellen. Das habe ich auch schon gemacht. Aber ich hoffe, dass es halt der Estate und Sony jetzt nochmal die Gelegenheit wahrnehmen, wo gerade Michael so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass man da noch ein paar Sachen raushaut, dass da vielleicht auch nochmal irgendwie eine Neuauflage von einem Album mit Bonustracks rauskommt, dass vielleicht irgendwie auch in einem anderen Kontext neue Songs oder andere schöne Sachen veröffentlicht werden, Videos oder Konzerte in HD oder 4K-Qualität, das hoffe ich sehr. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem auch erstmal über die Sachen, die ich jetzt euch heute gezeigt habe. Und mich interessiert eure Meinung sehr und vor allem auch, was davon ihr euch gekauft habt oder was ihr euch gerne noch kaufen möchtet. In meinem letzten Video mit den Collector News zu dem Soundtrack, da gab es einige Kommentare, die gesagt haben, ja, Soundtrack bin ich gar nicht so begeistert von, werde ich mir nichts von kaufen, kann ich auch gut verstehen. Ich freue mich, da von euch Dinge in den Kommentaren zu lesen und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.